Hallo, hier ist Sarah Schmidt. Willkommen zu meinem dritten Teil über das Ernährungsthema. Im letzten Video habe ich euch traditionelle Ernährungsprinzipien vorgestellt, wie sie bei den sogenannten Urvölkern angewandt wurden und werden. Wenn man die verschiedenen Kulturen betrachtet, sieht man, dass es ganz viele verschiedene Wege gibt, diese Prinzipien umzusetzen. In unserer Kultur ist die Verwendung von Milchprodukten traditionell verankert und liegt deswegen auch immer noch nah, weil wir viel Milchprodukte verwenden, auch wenn die inzwischen anders hergestellt werden, als es früher der Fall war. Aber im Gegensatz zu anderen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Insekten, wie sie die Aborigines zum Beispiel viel verwendet haben, oder Fischköpfe, wie es traditionell auf den äußeren Hybriden üblich war zu essen, sind Milchprodukte doch etwas, was unserem Gaumen näher liegt und die wichtigen fettlöslichen Vitamine enthält, sowie einige andere Vorzüge hat. Wir holen unsere Milch beim Bauern. Käse und Joghurt kaufen wir. Ich versuche möglichst Weidemilchprodukte zu verwenden und Rohmilch. Das ist in der Praxis allerdings nicht ganz so leicht umzusetzen. Also wir verwenden auch herkömmliche Produkte, wobei ich natürlich schon auf Qualität achte und gucke, dass es möglichst von Kühen ist, die auf die Weide dürfen. Ja, im Folgenden stelle ich euch mal vor, was wir so essen an einem typischen Tag. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Die jeweils dabei angewendeten Prinzipien erwähne ich jetzt nicht nochmal, aber wenn ihr darüber nachlesen wollt, dann guckt einfach in den Teil 2 zurück zu den 7 Prinzipien, die ich da vorgestellt habe. Ja, was gibt es bei uns zum Frühstück? Willkommen bei uns am Frühstückstisch. So, hier habe ich jetzt mein Obst. Und da will ich meine selber gemachte Saumilch rein. Mama, darf ich auch mal den Milchreis mit ganzen Körnern probieren? Selber gemachte Saumilch, sieht so ein bisschen aus wie Joghurt. Das ist doch schon alle. Mal halt mir den Rest. Ja, lecker. Ich wollte doch. Geschwert. Ich hätte es eher sagen müssen. Ja. Dann ist hier unser Milchreis. Das ist ganz normaler Milchreis, den ich mit Eigelb und Butter pimpe und ohne Zucker mache. Aber durch Eigelb und Butter drin schmeckt er trotzdem ziemlich gut. Oft male ich den Reis, dann geht es schneller. Also dann ist es wie Grießbrei nur mit Reis. Aber gerade ist es beliebt, dass der Reis nicht gemahlen sein soll. So, isst du was, Liebe? Da. Und wir trinken Rohmilch. Und wo ist das Ei? Da ist das Ei. Und jeder kriegt ein weich gekochtes Ei. Nein! Außer der Jonathan, der will keins. Und Und was wir auch noch verwenden, ist diesen Joghurt hier. Diesen Joghurt, der ist ziemlich gut. Da mache ich mir auch noch einen Klecks da dran. Da ist ein bisschen mehr Fett da. Hattest du noch keins? Er versucht, ohne dass ein Mann ihn sieht. Jetzt ist er dahin. Mama, du hast mein Geld geklaut. Wer ist da? Ja, so geht's bei uns beim Frühstück zu. So, und was gibt's bei uns zum Mittagessen? Ich mache viel Eintöpfe mit selbstgemachter Knochenbrühe. Die enthält viele Mineralstoffe. Ist auch eine gute Alternative, wenn man sich milchfrei ernähren will. Die Chinesen zum Beispiel, die haben traditionell keine Milch in ihrer Ernährung, aber dafür sehr viel Knochenbrühe. Also Brühe allgemein, Brühe, aber nicht unbedingt pflanzlich, sondern vor allem aus tierischem Fleisch, Knochen gekocht. Ja, ich versuche Innereien zu verwenden, wenn es möglich ist, was mir nicht immer so gut gelingt. Regelmäßig versuche ich auch Fisch auf den Speiseplan zu bringen, am liebsten Wildfang. Die Fische, die ihr Futter selber suchen durften, sind doch
nährstoffhaltiger als welche, die nur mit Fischfutter gefüttert wurden, auch wenn es Bio ist. Da habe ich euch mal ein Beispiel jetzt hier im Folgenden zusammengestellt, wie ich Lauchsuppe koche bei uns. Ich dünste also Porree und Pilze, die ich vorher natürlich schön klein geschnippelt habe. Dann brate ich Hackfleisch an gleichzeitig. Ich schmeiße das alles zusammen. Über Nacht habe ich schon eine Knochenbrühe köcheln lassen auf niedrigster Hitze. Man kann die aber auch in 2-3 Stunden früh kochen, aber je länger, desto mehr Mineralstoffe werden aus den Knochen freigesetzt. Die Knochenbrühe mache ich meistens aus Markknochen, weil die schön fett wird dann. Ich nehme aber auch andere Knochen, wenn sie anfallen. Das sieht jetzt so frisch gekocht nicht so besonders lecker aus, aber wenn man es nachher in den Eintopf oder die Suppe tut, schmeckt das sehr lecker. Wenn man die Brühe kalt stellt, dann setzt sich das Fett oben ab und wird fest. Beim Erwärmen wird es aber wieder flüssig. Das braucht man also nicht abzuschöpfen, außer wenn man geschmacklich findet, dass es zu viel Fett ist. Aber erfahrungsgemäß schmeckt das in Suppen und Eintöpfen mit viel Fett gerade besonders gut. Ich würze dann noch mit Salz und tue einen Becher Creme fraiche dazu und dann ist fertig. Rezepte dieser Art und noch mehr meiner Eintopfrezepte und unser Milchreisrezept vom Frühstück und Brotrezept findet ihr auf meiner Webseite www.geburt-in-eigenregie.de. Da könnt ihr das nachkochen, wenn ihr wollt. Oder euch inspirieren lassen. Ja, was essen wir zum Abendessen? Bei uns sieht das Abendessen so aus. Abendbrot bei uns ist ziemlich klassisch deutsch. Ich habe selbst gemachtes Sauerteigbrot. Und wir verwenden Weidemilchbutter. Das ist die, die man am leichtesten kriegen kann. Die Kerrygold. Und Käse. Möglichst gute Qualität. Rohmilch, Weidemilch. Trinken tun wir Rohmilch. Und auch verdünnte Fruchtsäfte. Und Prost. Prost. Ich mache ab und zu Kefir-Smoothie aus Himbeeren, Bananen und rohen Eiern. Nein. Und warte mal, das ist Jonathans. Jonathan! Ja, ganz beliebt, Honigbrot. Das gibt es immer dann, wenn es mal wieder frisches Brot gerade gibt. Nimmst du dein Honigbrot? Ja. Ja, und abends gibt es bei uns den Lebertran. Das hier ist der, den wir nehmen, der mit Mama, Butteröl. aber nur wenn er ankommt. Ja, wenn er wieder da ist. Da kriegt jeder von den Kindern. Ich zwei Stück. Ja, genau. Jeder von den Kindern kriegt davon einen Teelöffel oder auch etwas mehr. Und ich nehme noch einen Teelöffel von dem hier dazu. Jedenfalls, solange ich stille, nehme ich schon ein bisschen mehr. Und fürs Jod habe ich noch diese Seetang-Kapseln hier. Mama, was? Nein, Mama. Ich will auch Honigbrot. Du willst auch Honigbrot? Ja, ich will auch. Und wir machen uns die Butter schön dick aufs Brot. Hey, Käse. Und das hier ist alles Butter. Ja, ich wollte Käse essen. Gurke. Genau, und ein bisschen Rohkost darf auch sein. Obwohl ich da nicht so der Held bin. Was willst du jetzt? Honigbrot oder Gurke? Honigbrot. Mama, und die Fleischwurst.
Fleischwurst sehr beliebt hier. Ja, Kann wir bitte Moment. Fleisch halten? Jetzt mache ich gerade Und so dann schreibt ihr. Ich hab mir eine Hand da Habt ihr geschafft? rausgestreckt. Ja. Können wir bitte? Ja. Jetzt habe ich euch vorgestellt, was wir zu den 3 großen Mahlzeiten essen. Dann ist immer noch die Frage nach den Zwischenmahlzeiten und wie das ist mit den Süßigkeiten. Also zwischendurch gibt es bei uns oft Obst in Maßen. Bananen finde ich zu süß, da halte ich meine Hände drüber, aber so Mandarinen jetzt zum Beispiel in der Jahreszeit dürfen sie schon essen. Äpfel, Nüsse, Käse ist auch ein netter Snack zwischendurch. Reste, wenn wir noch welche im Kühlschrank haben, vom Frühstück zum Beispiel Milchrest, bleibt öfters mal übrig. Wenn wir unterwegs sind, dann mache ich meistens gekochte Eier und Butterbrote mit dick Butter drauf und Wurstkäse, was wir so haben. Ja, mit den Süßigkeiten handhaben wir das so. Bei uns gibt es einmal die Woche, am Samstag nämlich, nach dem Mittagessen, Süßigkeiten. Und jedes Kind hat so seine Süßigkeitentüte. Und da darf es dann so viel Süßigkeiten essen, wie es will. Aber nach dem Mittagessen, also nachdem es schon satt ist. Aber dann darf es so viel essen und unter der Woche darf es sich im Laden was aussuchen, was es dann in seine Tüte tut und was es dann am Wochenende isst. Ja, das ist so unsere Regelung. Wir setzen das Ganze sicherlich nicht perfekt um, also man kann es sicherlich noch besser machen. Die Kinder zum Beispiel, die lieben Wurst. Und ich gucke zwar, dass ich Qualität kaufe, aber ja, so ganz begeistert bin ich doch nicht. Aber ja, Käse wollen sie halt nicht. Also manche schon, aber manche auch nicht. Ich hätte auch mehr Innereien gerne dabei, nur ich finde die halt schwierig zu kriegen. Und dann ist mein Wissen über die Zubereitung auch begrenzt. Also ich suche immer noch nach schönen Rezepten für Innereien und ich finde auch immer mal eins, aber da würde ich mich gerne noch verbessern. Und bei unseren Milchprodukten, die könnten auch zum Teil eine bessere Qualität haben. Also da hätte ich schon noch gern mehr Weide- und Rohmilchprodukte dabei. Aber es geben die Läden zum Teil auch nicht her und da muss man extra in den Spezialladen fahren und es ist sehr teuer. Naja, ihr wisst ja, wie das so ist. Ja, aber wie man sieht, muss es auch nicht so super perfekt sein, dass es funktioniert. Also wir haben die Karies trotzdem in den Griff gekriegt und uns geht es gesundheitlich damit sehr gut. Auch wenn es nicht super perfekt ist. Also schraubt die Latte nicht zu hoch. Das ist besser, man macht es halb perfekt als gar nicht. Und es reicht in der Regel auch völlig aus. Ja. Das war das, was ich euch dazu erzählen wollte. Ihr könnt mir gerne eure Erfahrungen dazu schreiben in den Kommentaren. Ich lese immer gerne, wie das andere umsetzen und wie sie damit Erfolg haben. Ja. Bis dann. Tschüss.